Hallo und herzlich willkommen zu unserem Unboxing der PlayStation 5. Gerade ist die Digital Edition bei uns eingetroffen mit der Post und ja, wir wollen das Ding natürlich sofort auspacken und euch daran teilhaben lassen. Deshalb habe ich hier schon mal diesen riesigen Karton auf den Tisch gestellt. Hat auch schon ganz schön Gewicht, muss man sagen. Und ja, ich werde mich jetzt mal dran machen, das hier halbwegs ordentlich aufzumachen und die Konsole rauszuholen. Meine Güte. Ich stelle hier den schönen Karton, den ich jetzt euch auch noch mal kurz zeige. Und wo auch hinten drauf steht Play Like Never Before. Den stelle ich jetzt einfach mal beiseite, denn das Ding nimmt ganz schön Platz weg. Und wir widmen uns dem Zeug, was natürlich am wichtigsten und am interessantesten ist, nämlich den Sachen, die da drin sind. Dann schauen wir mal, was wir hier als erstes haben. Das ist vermutlich Zubehör, Kabel und Zeugs, genau. Da haben wir schon mal den neuen DualSense Controller. Sieht ähnlich aus wie die DualShock Controller, aber man erkennt schon so kleine Änderungen, die da vorgenommen wurden. Und ja, die Tasten fühlen sich relativ gleich an, muss man sagen. Die Sticks, ja, noch nicht benutzt halt, fühlt sich schon mal gut an. Die verlieren ja schon mal schneller den Grip. Aber ich glaube, am meisten kommt es eben auf die Schultertasten an, die ja eben auch das haptische Feedback haben sollen, dass man quasi in einem Spider-Man spürt, wie diese Energie durch Miles Morales hindurchfließt und wie man sie ausstößt. Aber das können wir euch jetzt noch nicht zeigen. Wir dürfen euch erstmal nur Konsole und Zubehör hier zeigen. Und was wir aber direkt mal machen könnten, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, wir können mal den DualSense Controller direkt neben den DualShock 4 Controller halten. Extra ein weißes Exemplar rausgesucht, damit ihr die Unterschiede auch direkt erkennen könnt. Auch das Touchpad hat ein bisschen anderen Druckpunkt, merke ich gerade, was ich jetzt nicht so schlecht finde, denn mit meinen dicken Fingern ging es mir gerade bei Spielen wie Ghost of Tsushima ganz oft so, dass ich aus Versehen draufgekommen bin und damit schon Aktionen ausgelöst habe. Das wird mir hier wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Aber auf jeden Fall sieht es sehr edel aus. Ich packe das alte Ding mal weg. Leg den schön hier hin und dann gucken wir mal, was sonst noch dabei ist. Hier haben wir, ganz klassisch, das Stromkabel. Sollte man benutzen, wenn man spielen möchte natürlich. Dann haben wir hier noch ein USB-C-Kabel, eben für den Controller. Denn es ist nicht mehr, hat man vielleicht gerade nicht so gut gesehen, es ist nicht mehr Micro-USB, es ist jetzt USB-C. Gott sei Dank. Dann kann man auch wieder sämtliche Kabel benutzen für das Zeugs. Ich lege die Kabel auch einfach mal hier hin. Hier haben wir dann noch Handbücher, Betriebsanleitung, das ganze Zeug. Hier haben wir dann, rauskommt, den guten Fuß, wo wir die Konsole draufstellen können. Zeige ich euch mal. Hier soll man dann ja auch hinten diese Schraube reindrücken können, wie man in diesem Video letztens gesehen hat. Versuchen wir auch gleich mal. Und dann haben wir hier eben auch noch das HDMI-Kabel. Gut, ich würde sagen, das lasse ich mal hier. Das ganze andere Gedäh haue ich jetzt einfach hier rein. Kann nachher jemand anders aufräumen. Ich will ja die Konsole jetzt endlich mal hier haben. So. Und dann schauen wir mal, dass wir die hier rauskriegen. Das Ding ist nämlich ganz schön schwer. So, den brauchen wir auch nicht mehr. Dann gucken wir mal. Noch ein bisschen Platz. Ich
bin ja schon mal so ein bisschen grob. Ich versuche vorsichtig zu sein, denn ich will ja jetzt nicht direkt die Konsole kaputt machen. Und hier haben wir dann auch schon das gute Stück. Sieht ganz schick aus, wie ich finde. Fühlt sich auch recht wertig an, so. Ich einfach mal so den Grapsch-Test mache. Und was wir dann vielleicht auch mal zeigen können, hier vorne haben wir einmal den USB-C-Anschluss und einen USB-Port. Und dann drehe ich die Konsole einmal. Da haben wir dann, ich muss jetzt selbst noch mal gucken, ich sehe sie jetzt auch zum ersten Mal, haben wir 2 Ports für USB 3.2, für das LAN-Kabel, HDMI-Kabel und die Stromverbindung. Irgendwelche anderen Audioausgänge oder sowas gibt es nicht mehr. Wir können jetzt auch mal, wenn wir schon dabei sind, so einen kleinen Größenvergleich mal machen. Dafür habe ich einmal die Standard PS4 mitgebracht. Man sieht auch schon leichte Gebrauchsspuren. Das Ding haben wir ein paar Jahre. Und ja, fällt euch wahrscheinlich selbst auf, dass die PS5 ein kleines bisschen größer ist als die Standard PS4. Aber das ist natürlich auch nicht das Einzige, was ich jetzt dabei habe. Ich stelle die mal wieder beiseite. Das alte Ding kennen wir ja zu Genüge. Denn, oh, andersrum. So. Kann ich mal von vorne zeigen. Kann auch einmal von hinten nochmal zeigen. Und dann würde ich sagen, stelle ich die alte PS4 mal auf Seite. Daran haben wir uns jetzt über Jahre satt gesehen. Wird Zeit für die neue Generation. Und holen mal zumindest ein bisschen verbessert die PS4 Pro nochmal hervor. Machen wir auch nochmal kurz einen Vergleich. Extra auch schön die weiße geholt, dass man hier auch nochmal den Vergleich hat. Sehen wir einmal die Front natürlich. Dann drehe ich es einmal so, dass wir die Konsolen von vorne sehen. Und dann machen wir noch den Vergleich. Schauen wir uns die beiden doch mal von hinten an. So. Der PS4 und der PS4 Pro haben wir jetzt genug aufs Hinterteil gestarrt. Ich habe auch noch die bislang größte Sony-Konsole, die PS3, also die ganz alte Version der PS3 mal hervorgekramt. Und man sieht es schon, die PS5 ist selbst größer als dieser Klotz hier. Schon eine Leistung. Aber, wo wir gerade bei Leistung sind, es ist ja eben auch ein bisschen Leistung in der PS5 drin. Deshalb kann man das vielleicht dann irgendwie verargumentieren. Aber ja, ein Riesengerät, ihr seht das schon. Und ich zeige euch jetzt auch die Konsolen nochmal. So, aus dieser Ansicht, meine Güte, ist die PS3 schwer. Nichts mehr gewohnt. Früher hat man die noch im Rucksack rumgeschleppt. Und dann zeige ich die Konsolen auch nochmal von hinten. So. Dann mal weg mit der Fat Lady, die ich aus Versehen angeschaltet habe. So, und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns dann einfach mal an, wie wir diese hübsche Konsole auf diesen Fuß hier kriegen. Das hat man zwar schon in einem Sony-Video gesehen, aber ich will jetzt auch ausprobieren, ob das wirklich so einfach geht. Ich würde sagen, als erstes legen wir mal die Konsole, denn ich persönlich habe in meinem Wohnzimmer keinen Platz, um die so aufzustellen. Und wenn wir sie legen, das müsste eigentlich ganz easy gehen. Also wir haben hier die Oberseite, dann kippen wir das gute Stück mal. Das ist die Rückseite jetzt hier. Dann drehe ich die mal. Und, ist tatsächlich ganz easy. Wir müssen einfach nur den Fuß
an diese Rückwand klippen. Das geht ganz einfach. Zack. Ist fest. Können wir hinlegen. Und ich finde tatsächlich, das sieht ganz cool aus. Also wenn ich jetzt so von oben auf die Konsole schaue, dann sieht das schon wirklich gut aus. Ich zeige das auch nochmal von hinten, wie das jetzt aussieht. Da hängt einfach diese Schiene dran und ich kann die so wieder wegmachen und wieder dran klippen. Braucht man gar nicht viel Gewalt für, sondern einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl und schon ist der Fuß fest. So, aber ich würde sagen, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das geht, wenn wir sie wirklich hinstellen wollen. Und da wurde ja gesagt, dass hier unten eine Schraube drin ist. Ich denke mal, das muss man drehen. Ja, seht ihr hier, das ist der normale Ausgangspunkt. Und wenn ich sie jetzt drehe, zack, ist hier eine Schraube. Die nehme ich mal raus. Und ja, die wird hier durch müssen, dass es dann hier an der Konsole befestigt wird. Dann gucken wir mal, wie wir das machen. Die Konsole hat hier unten so einen kleinen Pinöppel. Den können wir da dann rausnehmen. Dieser kleine Punkt. Das zeige ich jetzt auch mal. Einfach, dafür reichen sogar meine Fingernägel. Einfach rausmachen. Ich habe jetzt hier, von unserem Tisch habe ich erstmal Flusen an der Hand, aber ich habe jetzt auch diesen Pinöppel da drin. Kleines schwarzes Teil. Den sollte man dann gut wegtun, würde ich mal sagen. Ich lege ihn jetzt auf den schwarzen Tisch. Und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt festmachen. Ich würde sagen, wir stellen die Konsole auf den Kopf und dann können wir das hier anpassen. Nehmen wir natürlich auch die Halterung, die wir dann auf den Kopf stellen, Schraube da durch, können die auch so. Und dann kann man hier auch an diesen Linien sehen, wie man das quasi in diese Schienen von der Abdeckung dann reinsteckt. Und na, so. Passt schon direkt. Die Schraube guckt raus. Ich hole mir ein kleines Hilfsmittel hier. Und na, Vorführeffekt. Schraube den Fuß fest. Nicht zu fest, ich will sie auch wieder abkriegen. So, der Fuß ist dran. Dann zeige ich euch das auch mal. Das ist wirklich super easy zu machen. Selbst für so einen Trampel wie mich, denn ich habe überhaupt keine handwerklichen Fähigkeiten. Und dann stelle ich das Ding jetzt auch einfach mal hin. Und wir sehen eine wunderschöne PS5 mitsamt Standfuß. Super einfach anzubringen, innerhalb von, keine Ahnung, wahrscheinlich einer Minute, wenn man nicht noch dabei labert, so wie ich hier gerade. Und dann ist die PS5 eigentlich auch einsatzbereit, wenn wir dann HDMI-Kabel, Strom und alles angeschlossen haben. Und wir können das Ding in Betrieb nehmen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ihr wahrscheinlich auch. Deshalb bleibt bei uns immer auf dem Kanal auf dem Laufenden. Wir werden euch in der nächsten Zeit viele weitere Videos zur PS5, zur UI, zu den Spielen, zu allem Möglichen, was es da zu wissen gibt, zeigen. Und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal spielen und ihr freut euch auf das nächste Video. Bis dann!